rum oder? Ach, hier. Das ist jetzt wieder fest. Die Frage ist nur, wie sich das gelöst hat. Ja, moin Leute, willkommen zu diesem Schweden-Video. Und wir starten direkt mit Radreise Real Life, denn es ist nicht immer alles rosig und es klappt auch nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Wir sind hier nicht an einem schönen Shelter, wir vermissen die Shelter aus Dänemark schon. Direkt hinter unserem Zelt ist eine Schnellstraße und wir sitzen hier mehr oder weniger eigentlich im Dreck. Aber wir hatten gestern keine andere Wahl. Wir sind in Göteborg angekommen mit der Fähre, bis wir dann da raus waren und mal so ein bisschen was Grünes gefunden haben, war es dann auch schon 9 Uhr abends und ja, wir waren rattenfertig und mussten dann einfach diesen Platz hier nehmen. Aber es kann eigentlich nur besser werden und wir nehmen euch erstmal mit. So, wir suchen jetzt einen Shelter raus. Es gibt nämlich auch hier in Schweden eine Shelter-App, damit uns das nicht nochmal passiert, bei so einem dreckigen Place campen zu müssen. Wir haben ausgegeben 178 Kronen sind 15,55 € habe ich im Kopf ausgerechnet. Beim Thema der Lebensmittelkosten finden wir in Südschweden fast die gleichen Preise wie in Deutschland vor. Hier gilt es aber besonders, die Eigenmarken und im Land produzierte Waren wie zum Beispiel Vasa Knäckebrot zu kaufen. Importware wie Schokobons oder Milky Way werden dann schon wieder extrem teuer. Ebenfalls gilt, desto weiter man in den Norden kommt, desto teurer werden die Lebensmittel, da diese weiter transportiert werden müssen. Ich brauche noch nicht mal Besteck. Also, Franzi, die Autoexpertin, die würde wochenlang allein im Wald überleben. So, wir haben jetzt hier mal unsere Wasservorräte aufgefüllt zu dem Shelterplatz, wo wir jetzt gleich hinfahren, an einem schönen See mit Feuerstelle. Da wollen wir für 2 Nächte bleiben, somit brauchen wir ein bisschen mehr Wasser. Hier haben wir einmal 10 Liter in einem großen Sack drin, 5 Liter hier in dem kleinen Sack und alle unsere Flaschen voll. Also sind ca. 20 Liter Trinkwasser, die wir jetzt haben, zum Kochen, zum Kaffee und was weiß ich. Ja, das sollte für uns reichen, aber so viel sollte man dabei haben, wenn man wirklich alles selbst in der Natur machen möchte. Beim Transportieren ist es immer ein bisschen knifflig. Da hänge ich das meistens hinten ans Backpack irgendwie dran. Und wie man hier vielleicht schon mal erkennen kann, das sieht alles ein bisschen wackelig aus. Deswegen Wasser holen auch erst am Ende des Tages. Da in Schweden das sogenannte Jedermannsrecht herrscht, darf man legal in der Natur übernachten. Eine sehr gute Möglichkeit, geeignete Schlafplätze zu finden, ist zum Beispiel mit der sogenannten Shelter-App. Hierüber findest du eine große Anzahl an Schutzhütten, welche über das gesamte Land verteilt sind. Oftmals gibt es Bilder und eine ausführliche Beschreibung der Gegebenheiten vor Ort. Achte aber unbedingt darauf, dass du mit deinem Fahrrad auch Zugang hast. Viele dieser Plätze sind zum Beispiel auf Inseln oder entlang schwer erreichbarer Wandertrails. Wir sind jetzt also in das Naturreservat Svartedalen eingefahren. Da geht es jetzt gleich weiter. Da rollt Fabi. Wir sollen mit dem Fahrrad jetzt hier lang fahren. Das könnte ein bisschen schwierig werden. Schönen guten Morgen. Wir befinden uns hier in einem Naturreservoir, das heißt Klare Watten hier. Ist ca. 30 Kilometer von Göteborg nördlich entfernt. Da sind wir dann auch hingefahren, nachdem wir
die erste relativ unruhige Nacht auf der Sandpiste, auf der Motocross-Piste in Schweden verbracht haben. Und dann haben wir hier eigentlich schon den ersten See gefunden und haben uns gedacht, hier bleiben wir mal direkt. Dann haben wir hier 2 Tage jetzt Pause gemacht, haben einfach unser Zelt da vorne aufgebaut, sind hier richtig geil im See baden gewesen, richtig schön erfrischend, klares, kaltes, sauberes Wasser. Die ganze Zeit bombastisches Wetter, wunderschön hier mitten in der Natur, man kann es hören, die Vögel hier rumherum, richtig, richtig entspannt. Und für uns geht es jetzt 250 Kilometer hoch in den Norden. Wir nehmen euch natürlich weiterhin mit. Let's go! Nachschub für unseren Benzinkocher bekommen wir in Schweden problemlos. Es gibt keine Mindestabnahmemenge wie zum Beispiel 2 Liter in Deutschland und die gesamte Abwicklung läuft direkt per Automat an der Zapfsäule. Eine Quittung kann man sich ebenfalls per Knopfdruck ausstellen lassen. Ja, ich glaube, wir sind hier irgendwie in Amerika angekommen. Wir sehen seit Tagen nur irgendwelche amerikanischen Autos aus den 80ern auf den Straßen, die drehen hier alle voll am Rad. Vor ca. 100 Jahren wanderte gut ein Viertel der schwedischen Bevölkerung in die USA aus. Viele Schweden haben daher in den USA Verwandtschaft, weshalb der Einfluss besonders durch amerikanische Autos sehr groß ist. Über den gesamten Sommer finden Oldtimer-Treffs in ganz Schweden statt. Hättest du das gedacht? Über Göteborg fahren wir in Richtung Norden vorbei an Trollhättan und erreichen schließlich den Fänern. Der Fänern hat über 22.000 Inseln und ist der größte See Schwedens. Um den Vänern ist es stark bebaut, daher freuen wir uns umso mehr, als wir diesen versteckten Platz für unser Zelt finden. Ich bereite hier gerade Ofenkartoffeln zu, in Alufolie eingewickelt. Mal gucken, ob es klappt. Diesen toten Stamm hat irgendjemand, der vor ein paar Tagen hier mal gecampt hat, liegen gelassen. Den kannst du wunderbar mit der Machete bearbeiten. Und da hast du die ganze Zeit Holznachschub. Klar, es ist Totholz, es verbrennt super schnell. Musst du halt die ganze Zeit kloppen, aber wie man sieht, Feuer ist da, Glut ist auch da. Das funktioniert schon. Wow, also wenn das nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Wie auch in Deutschland hat Schweden ein Pfandsystem. Einziger Unterschied, in Deutschland gibt es ja die 25 Cent pro Dose und in Schweden bekommt man 1 Krone für eine Dose. Das heißt, 13 Dosen sind 1 Euro. 27 Kronen, ca. 2,20 Euro oder was auch immer. Ja, vielen Leuten ist es hier wohl zu wenig Kohle, um halt die Dosen zu sammeln. Ich kann es auch ein Stück weit verstehen. Warum zieht die Regierung das einfach nicht an? Machst halt 5 Kronen, genau das gleiche in Deutschland. Mach 50 Cent für eine Dose, davon liegen auch noch genug auf dem Boden rum. Was gibt es Schöneres, als in der Sonne in Schweden vor dem Lidl günstige Kane Bulla zu essen? Mit Zimt. Zimtschnecken heißen ja so ein traditionelles schwedisches Gebäck. Vielleicht kennen das einige. Wir haben uns sagen lassen, die heißen Kane Bulla. Die gibt es auch mit anderen Gewürzen, sogar zum Beispiel mit Safran. Haben wir bis jetzt aber noch nicht gefunden. Das war ja auch zu teuer. Entlang wilder Lupinien, welche in rauen Mengen am Wegesrand wachsen, setzen wir unsere Reise fort. Wir verlassen den Fänern und fahren weiter in Richtung Norden. Dort wird die Natur immer schöner und die Straßen zunehmend leer.
Die Mission ist gerade, mit sehr wenig Wasser Nudeln zu kochen. Wir sind hier bald wieder oder sind jetzt auf einem Abschnitt, wo wieder 20 Kilometer gleich ja nichts kommen wird. Und wir können nicht so viel Wasser fürs Kochen aufwenden, weil wir haben nämlich kaum was. Der Tag neigt sich dem Ende und wir finden einfach nichts. Welches ist das? So, es wird panisch nach dem Mückenspray gesucht. Alte Scheißviecher, Mann. Es ist so krass, wir sind einfach nur mitten im Gebirge und es hört einfach nicht auf. Mach weiter, komm. Wir sind den ganzen Tag auf dieser E45 lang geradelt. Wir haben einfach keinen Platz gefunden. Ich hätte gedacht, wir hätten uns irgendwo auf eine Müllkippe, hätten wir uns fast aufgebaut eben. So krass dieses Land. Weiten, das ist so heftig geil, wie das aussieht. In Schweden gibt es über 220.000 Inseln und 96.000 Seen. Hier kann man tagelang in der Natur sein, ohne einen einzigen Menschen zu treffen. Unterwegs in der völligen Einsamkeit. Erste Nacht im Bärengebiet, auch wild, gut überstanden. Wir haben allerdings auch gestern nach dem Abendessen, also wir haben hier gegessen, wir essen auch jetzt hier. Ich glaube, man soll hier nur nicht frischen Fisch, den man gefangen hat, dann auch noch braten. Oder Honig. Wir haben unseren Müll gestern, den wir dann hatten vom Essen und auch das, was wir noch nicht abgewaschen haben, ganz hinten in den Baum gehangen. Von den ungefähr 3500 schwedischen Braunbären leben alleine hier in Dalarna über 1000 Stück. Bären sind aber absolut scheu und die Chance auf eine Begegnung ist mikroskopisch klein. Im Vergleich leben in Schweden 400 Wölfe, 100.000 Wildschweine und ganze 300.000 Elche. Besonders die Elche, welche den Schweden gerne vor die Mutterhaube laufen, vermehren sich stark, weshalb jährlich im Oktober etwa 1/4 der Elchpopulation erlegt werden. Oh Leute, wir haben unseren ersten Elch gesehen. Er stand, er hat aber sich sofort umgedreht, also weggedreht und ist in den Wald gegangen. Was passiert hier? Hier sind Elche. Die Region Dalarna gilt als das traditionellste Gebiet Schwedens und wird daher gern auch als das Herz des Landes bezeichnet. Die typischen Bräuche werden hier noch gebürtig ausgelebt und gefeiert. Die rote Farbe, mit der die typischen Holzhäuser in Schweden gestrichen werden, stammt ebenfalls aus dieser Region. Sie nennt sich Falun und wird in der Kupfermine, welche sich in der gleichnamigen Stadt Falun befindet, hergestellt. Ja, wir befinden uns hier auf einem sehr, sehr alten Bauernhof und im Hintergrund kann man die Wohnhäuser der Gutsherren halt sehen, die gut betuchten alten Bauern. Und wir befinden uns jetzt hier auf dem Platz, wo, ich sag mal, die niederen Bediensteten gewohnt haben. Das sieht man an diesen ganzen kleinen Stuga-Bauten. Hier vorne haben wir schon einen altertümlichen Schlitten. Vorne wurden die
Schlittenhunde eingespannt. Man kann nur erahnen, wie kräftezehrend früher die Holzfällerei gewesen ist. Hier standen die Ziegen. Da wurde Holz gelagert. Irgendein Viehstall auf jeden Fall. Stroh ausgelegt. Anderle. Nach Söderham. Nach Söderham, Richtung Nordosten. Ostsee. Heute kommen wir an. Radweg. Ja, langsam aber sicher verlassen wir Süd- und auch Mittelschweden. Wir werden heute an der Küste ankommen. Und wir sind schon sehr gespannt, wie der Weg dann sein wird entlang der Ostsee durch Schweden. Das seht ihr dann in unserem nächsten Video. Kurzes Fazit über unsere Zeit bisher hier in Schweden. Wir hatten natürlich bombastisches Wetter, also wirklich besser kann man sich das nicht wünschen. Hier ist gerade irgendwie eine richtige Hitzewelle am Start, sehr untypisch für Schweden. Ja, oftmals über 30 Grad. Die Landschaft natürlich wunderschön, sehr naturbelassen, sehr viel Wald, Seen, da durften wir auch schon ein paar Mal reinspringen. Aber ich will jetzt nicht die Schweden-Fans von euch vergraulen. Bisher ist es etwas eintönig für mich oder für uns. Mal gucken, wie sich das jetzt ändern wird, wenn wir an die Küste kommen. Also bis zum nächsten Video und bleibt dran.